Wir stehen hier vor dem Kraftwerk Silz, das Teil der Kraftwerksgruppe Sellrhein-Silz ist. Aktuell wird im Kühtai ein drittes Speicherbecken gebaut, nämlich der Speicher Kühtai mit etwa 30 Millionen Kubikmeter. Ähnliche Situation wie im Platzertal. Sehr, sehr großes Speichervolumen, ausgesprochen groß, vor allem im Verhältnis zur zusätzlichen Leistung, die dort geschaffen wird, mit 140 MW an Pump- und Turbinenleistung. Umgekehrt bietet es natürlich auch die Chance, großes Speichervolumen, kleines Pumpspeicherkraftwerk, darüber nachzudenken, ob ich denn nicht über ein Projekt Kühtai 2 oder sogar Kühtai 3 die Leistung an dem Standort erhöhen kann, um die beiden dann bestehenden Speicherbecken effizienter nutzen und effizienter betreiben zu können. Um mit sehr geringem Landschaftsverbrauch, nämlich nur Bau von zusätzlichen Pumpspeicherkraftwerken, ein sehr hoher energiewirtschaftlicher Effekt, nämlich zusätzliche kurzfristige Speichermöglichkeiten für den Ausgleich beispielsweise der Photovoltaik geschaffen werden kann. Und die Investitionskosten in solche Projekte sind natürlich ungleich niedriger, weil ich kein zweites Speicherbecken bauen muss, sondern im Grunde nur ein zusätzliches Kavernenkraftwerk. Das heißt also, die 400 MW, wie sie jetzt im Kaunertal geplant werden, könnten in den bestehenden Standort Kühtai, Kraftwerksgruppe Kühtai, integriert werden. Und diese Standortalternativen, die sollten einfach ganz klar und transparent bewertet werden. Die müssen aus meiner Sicht auch nicht zwingend exakt gleichwertig sein wie das Projekt im Kaunertal, sondern sie müssen einfach einen entsprechenden energiewirtschaftlichen Mehrwert in Relation zu den Investitionskosten liefern können. Also in der Argumentation für das Kraftwerksprojekt werden vor allem ja auch zwei Argumente vorgetragen. Das ist das Thema Netzstabilität und Versorgungssicherheit Winterlücke. Netzstabilität hängt eng mit dem Thema Regelreserve zusammen. Das ist also die Reserve, die wir im Gesamtsystem vorhalten müssen, um ganz kurzfristig auf Schwankungen im Netz reagieren zu können. Ist ein extrem wichtiges Thema, die Netzstabilität. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es nur ein sehr kleines Segment unseres gesamten Stromversorgungssystems ist. Also rein von der Relation hat dieses Kraftwerk, wie wir es hier sehen, gleich viel Leistung, wie wir an Regelreserve in Österreich in positiver und negativer Richtung vorhalten. Natürlich kann das Kraftwerk allein diesen Bedarf nicht erfüllen, aber wir sehen, dass wir in Österreich mengenmäßig kein Problem haben mit der Bereitstellung von Regelreserve, dass also das Thema Netzstabilität in Österreich kein Thema ist. Wir haben in Österreich 8000 MW an Speicher und Pumpspeicher und brauchen 500 MW an Regelreserve in die positive und negative Richtung. Das heißt, aus meiner Sicht ist das Argument Netzstabilität zwar sehr wichtig, ich brauche aber nicht zwangsläufig zusätzliche Erzeugungskapazitäten, weil sozusagen uns kommt die flexible Leistung in Österreich, bildlich gesprochen, aus den Ohren heraus. Da sind wir also sehr gut aufgestellt. Rein rechnerisch würden das Speichervolumen, das wir aktuell in Tirol schon haben, etwa 1,5 Monate den Verbrauch in Tirol sicherstellen können. Das Speichervolumen oder beziehungsweise Energieinhalt des geplanten Speicherplatzertals wird das Gesamttiroler Speichervermögen um weniger als 5% erhöhen. Das heißt, mit dem Speichervolumen und mit den Erzeugungskapazitäten, die wir in Tirol ja ohne dies schon haben, sind wir extrem gut aufgestellt. Das heißt, diesen europäischen Blackout werden wir auch mit den bestehenden Kapazitäten gut abfahren können. Ja, so das Schreckgespenst der Energiewende ist die kalte Dunkelflaute. Was versteht man darunter? Es gibt einfach meteorologisch bedingt Situationen, wo im Winter sich stabile Hochwetterlagen über Europa ausbilden. Das heißt dann, es ist einerseits sehr kalt, was zum hohen Stromverbrauch führt, andererseits aber sehr stabil und damit sehr wenig Wind und damit sehr geringe Windstromerzeugung. Im Winter habe ich traditionell auch sehr wenig Erzeugung aus Photovoltaik. Das ist diese kalte Dunkelflaute. Die kann mehrere Wochen auch andauern. Das heißt, ich brauche also im Erzeugungs- oder im Versorgungssystem Kapazitäten, die mir über 2-3 Wochen auch bei ausbleibender Wind- und Solarstromerzeugung die Versorgung sicherstellen können. In der Vergangenheit, aber auch heute sind es typischerweise
konventionelle Kraftwerke, Gaskraftwerke. Wenn wir Richtung 100% Dekarbonisierung denken, dann wird dafür natürlich kein Erdgas mehr zur Verfügung stehen, sondern das Ganze werden dann Gaskraftwerke sein müssen, die auf Basis von Wasserstoff laufen. Solange ich aber im gesamteuropäischen Maßstab nur 90 oder 95% dekarbonisiert bin, was ja auch schon sehr, sehr viel ist, habe ich immer noch eine gewisse Menge an fossilem Gas, das ich natürlich für solche kalten Dunkelflauten auch einsetzen kann. Wenn man jetzt das Speichervolumen oder das mögliche zusätzliche Speichervolumen aus dem Projekt Platzertal betrachtet, dann hätte man damit natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, auch einen Beitrag zur Abdeckung von solchen kalten Dunkelflauten zu liefern. Man muss allerdings berücksichtigen, dass dieses Projekt nur etwa 5% der Gesamttiroler oder der bestehenden Gesamttiroler Speichermenge beträgt. Man muss also ganz klar sagen, Erhöhung dieses Speichervolumens ist in erster Linie etwas, was wir dem gesamteuropäischen Markt zur Verfügung stellen. Zum anderen ist es so, dass die Herausforderungen in Europa natürlich so groß und so gigantisch sind, dass dieses Projekt allenfalls ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein sein kann. Selbst auf österreichischer Sicht würde dieser Speicher nur wenige Stunden ausreichen, um die Versorgung sicherstellen zu können. Das heißt, man kommt ohne dies nicht umhin, diese Gaskraftwerke für die kalten Dunkelflauten vorzuhalten, auszubauen und sei es mit Erdgas oder später mit Wasserstoff dann entsprechend zu betreiben. Das heißt also, das Projekt kann mittel- und langfristig keine Kraftwerke ersetzen. Das heißt, das ist etwas, was man ganz klar in den Kontext bringen muss, dass aus Sicht der Versorgungssicherheit erstmal so ein großer Speicher nicht, wie er in der Form geplant ist, nicht zwingend notwendig ist.